Gerade die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, der Weltkriege im 20. Jahrhundert und der Katastrophe des Holocaust sind in allen deutschen Schulcurricula fest verankert und vor allen Dingen im Geschichtsunterricht in der Oberstufe immer wieder präsent. Unsere Reise speziell nach Lublin zu den Orten der Vernichtung maßgeblich. Ich denke jetzt vor allen Dingen an die Aktion Reinhard. Die Konzentrationslager Belzec beziehungsweise die Vernichtungslager Belzec und Sobibor sind wenig im Kontext deutscher Geschichtsbücher zu sehen, tauchen selten auf. Die Aktion Reinhard wird en passant vielleicht mal berührt, aber es ist eine ganz wesentliche und wichtige Geschichte, die allen verdeutlicht werden sollte, da gerade im Osten Polens diese Vernichtungslager die Brutalität und die menschenverachtende Ideologie des Nationalismus, des Nationalsozialismus verdeutlichen. Es gibt kaum andere Stätten, die deutlicher belegen, was die Nationalsozialisten Deutschlands in ihrer Umwelt, vor allen Dingen im Osten Polen, angerichtet haben. Das geht also über die Juden, über die polnische Bevölkerung, über die europäische Bevölkerung hinaus. Wir wissen, der Weltkrieg hat Millionen von Toten gekostet und das ist alles im Namen des deutschen Volkes passiert. Die Aktion Reinhard vor allen Dingen belegt die Brutalität dieses ganzen Systems. Und das ist, denke ich mir, gerade für Schüler auch wichtig zu wissen und sich damit zu beschäftigen. Das fällt schwer. Es ist sehr verstörend. Es ist sprachraubend teilweise. Es ist nicht zu verstehen. Man kann sich nur gruseln, wenn man Daten, Fakten betrachtet und vor allen Dingen, wenn man vor Ort ein Gefühl dafür entwickelt, was hier vor 70 Jahren passiert ist im Grunde genommen. Wir an der Gesamtschule in Waltrop haben uns überlegt, da im 12. Jahrgang alle Schüler ein Praktikum im 12. Jahrgang machen müssen, ein Berufspraktikum, so haben wir uns überlegt derzeit, dass ein Praktikum im Fach Geschichte ganz besonders wertvoll wäre, an einem Ort zu machen, der für die deutsche Geschichte ja immer im Grunde zur Katastrophe geworden ist. Das heißt also, auch in unserem Schulprogramm ist die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, die Katastrophe des Holocaust, immer präsent und wird immer wieder dokumentiert, problematisiert und auch diskutiert. Und allen ist es wichtig, dass Gedenkstättenfahrten durchgeführt werden, damit diese unsägliche Geschichte der Deutschen nicht vergessen wird. Die nachhaltigen Erfahrungen, die Schülerinnen und Schüler an Stätten nationalsozialistischer Gräueltaten gemacht haben, muss natürlich auch eine ganz intensive Vor- und Nachbereitung einschließen. So werden alle Schüler in der Vorbereitung 3-4 Monate vor Beginn der Gedenkstättenfahrt in einem Projektkurs auf ihre Themen vorbereitet. Sie werden beraten, welche Themen man nehmen kann, was ist lohnend an Themen zu besprechen.
Ähm, Wir informieren ganz generell Lublin, über Lublin im Dritten Reich natürlich vor allen Dingen. Das heißt, diese Facharbeiten sind noch nicht fertig, aber sie sind durchstrukturiert und vieles an Arbeiten ist inzwischen nicht vollendet, aber ein Großteil der Arbeit ist getan. Das, was wir den Schülern immer noch mitgeben wollen, ist an sich die Tatsache, dass persönliche Eindrücke, die sie vor Ort gewinnen, mit Einfluss nehmen auf diese Arbeit. Sie sollen also persönliche Eindrücke mitverarbeiten, sodass sie sich im Grunde genommen mit ihrer eigenen Arbeit auch voll identifizieren können. Das, denke ich mir, ist ganz wichtig. Weitere Informationen und weitergehende Informationen erhalten zum Beispiel die Schülerinnen immer durch die Zeitzeugengespräche, die wir vor Ort mit Zeitzeugen, die es Gott sei Dank noch gibt, immer wieder machen. Ich erinnere mich an eine Lublinfahrt im Jahre 2018, wo uns in Majdanek noch 5 Zeitzeugen zur Verfügung standen. Und es war uns ein riesiges Erlebnis, mit diesen Zeitzeugen, die sehr schülerzugewandt waren, mit diesen Zeitzeugen sprechen zu dürfen. Vor allen Dingen ein Herr Zitzlav Badio, der uns seit 10 Jahren im Grunde genommen als Zeitzeuge zur Verfügung steht, dem sei an dieser Stelle nochmal ein ganz besonderes Dankeschön zu sagen. Die persönliche Betroffenheit von Schülerinnen und Schülern kommt gerade bei diesen Gesprächen immer wieder ganz klar zum Ausdruck. Es gibt nichts Besseres, als Zeuge zu sein, beziehungsweise Zeugen zu hören, die diese Brutalität der Nationalsozialisten persönlich miterlebt haben. Also es ist immer wieder eine große Bereicherung, mit Zeitzeugen zu arbeiten. Es zeigt sich dann auch immer, dass nach diesen Gesprächen ein zweiter Rundgang beispielsweise über die Anlage des Konzentrationslagers noch einen wesentlich tieferen Eindruck für die Schüler vermittelt als der erste Gang, wo viel an Informationen vermittelt wird, was Schüler im Laufe eines Tages auch gar nicht verarbeiten können. Das spielt immer noch eine große Rolle, gerade dieses persönliche Gespräch mit dem Zeitzeugen. Und es ist sehr bedauerlich, dass uns diese Zeitzeugen ja kurzfristig, mittelfristig nicht mehr zur Verfügung stehen können. Es gibt natürlich auch eine intensive Nachbereitung der gesamten Fahrt nach Majdanek. Und diese Nachbereitung vollzieht sich auch wieder in verschiedenen Fächern. So zum Beispiel ist der Leistungskurs Geschichte mit dem Fach Kunst in der Gesamtschule in Waltrop zusammengeschlossen. Es gibt also im Nacharbeiten dieser Gedenkstättenfahrt im Unterrichtsfach Kunst Werke, die Schüler gemacht haben, von Fotoassemblagen, Ölzeichnungen, Strichzeichnungen, wunderbare künstlerische Darstellungen dessen, was sie erlebt haben. Im Deutsch, wir finden Gedichte, die geschrieben wurden. Auch in Pädagogik Arbeiten, die geschrieben wurden, kurze Aufsätze. Und alle diese Produktionen, die im Nachhinein, nach dieser Fahrt entstehen, werden jährlich bei uns
in Ausstellungen, die auch der Öffentlichkeit präsentiert werden, ausgestellt, die immer wieder großen Anklang finden. Ich denke vor allen Dingen jetzt auch an eine Begleitung, die ich gemacht habe mit einer anderen Gesamtschule, wo im Anschluss an diese Fahrt ein Theaterstück aufgeführt wurde, wo auch die Schulöffentlichkeit mit regem Anteil dabei war und ein wunderbares Erlebnis gehabt hat an diesem Abend. Ein wunderbares Erlebnis, weil die Schüler sich so engagiert haben und etwas dargestellt haben, was im Grunde genommen nicht darzustellen ist. Viele Ausstellungen, die wir gemacht haben, sind auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden. So haben wir in der Volkshochschule in Recklinghausen ausgestellt, in Sparkassen, in Rathäusern, in Waltrop und auch in Recklinghausen. Wir nehmen jährlich teil an einer Ausschreibung der Christlich-Jüdischen Gesellschaft in Recklinghausen, wo wir im Jahre 2015 einen Sachpreis, einen Preis gewonnen haben, den sogenannten Auerbach-Preis, der jährlich an Schulen vergeben wird. Es gibt weitere öffentliche Darstellungen der Kunstproduktionen, die gemacht werden. So werden zum Beispiel immer am Tag der Befreiung des Lagers Auschwitz werden Ausstellungen vorbereitet, wo Schüler ihre Kunstwerke, zum Beispiel ihre Gedichte, ihre Essays präsentieren auf der schulinternen Seite, wo die Jahrgänge, die nachfolgen, informiert werden über das, was sie im nächsten Jahr in Lublin zu erwarten haben. Also eine Fülle von Informationen, die im Anschluss auch weitergegeben werden und die in der Öffentlichkeit auch immer großen Widerhall finden. Ich möchte noch auf eine Sache aufmerksam machen. Wir haben auch mit Mitteln der Bundesrepublik im Jahre 2016, Ende 2016, eine Buchveröffentlichung gemacht, wo unser Projekt Forschendes Lernen in Majdanek in Buchform noch einmal mit dem theoretischen Hintergrund, mit Schülerarbeiten, mit Fotos von Ausstellungen, mit Organisation und planerischen Hinweisen versehen ist. Also eine Buchveröffentlichung, die ist 2016 erschienen, auf die wir im Grunde genommen auch sehr stolz sind.